habe ich es vermisst, mit meiner Großen, mit Maryam shoppen zu gehen. Oh mein Gott, nach so langer Zeit endlich. Wir haben negative Tests, wir haben kein Corona, wir können shoppen. Die Läden haben ja offen, ne? Teilweise jetzt auch schon ohne Termin, hoffentlich. Wenn nicht, dann kriegt man oft sehr schnell den Termin. Mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir jetzt eine Runde shoppen gehen können. Die Kleinen brauchen auch Klamotten. Also wir wollen relativ, ja, wir gucken, was wir alles finden. Also einmal halt Klamotten einkaufen. Und dann wollen wir noch, brauchen wir ja noch, hatte ich ja im letzten Blog erzählt, ne? Ich suche ja immer noch Terrassenmöbel, beziehungsweise so eine Lounge-Ecke. Da wollen wir einmal hin, also wir schauen einmal bei Mömax, ob wir da was finden. Wenn nicht, dann holen wir wahrscheinlich das, was wir bei Metro gesehen haben, im Großhandel. Das war ganz schön. Eventuell noch neue Stühle für unseren Gartentisch, den wir hier haben. Wir haben nie die passenden Stühle dazu geholt. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall nehmen wir euch heute mit und ich freue mich so sehr. Wir haben das so lange nicht gehabt, die ganze Zeit zu Hause, zu Hause, zu Hause. Ich glaube, das haben alle von uns vermisst. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie geht's euch? Freut ihr euch über die Lockerung und dass so ein bisschen wieder normaler Alltag einkehrt? Oder wie sieht es bei euch aus? Das wird mich interessieren. Ansonsten bei uns geht's jetzt los. Ich freue mich! So, erste Ladung, Zara-Einkauf und Sephora erledigt. Jetzt machen wir eine kleine Pause, haben uns Sushi geholt. Das essen wir jetzt im Auto, denn man kann ja nirgendwo sitzen und essen. Und dann geht es weiter zu Primark. Yes. Wir suchen einen random Platz, wo wir essen können, weil Maryam war zu dunkel im Auto. Ja. Es war ihr zu dunkel im Auto. Deswegen, wir suchen eine Straßenecke, wo wir uns hinsetzen können. Irgendwo. Alright. Wir so, komm, wir gehen draußen, suchen uns einen schönen Platz, aber wir kommen aus dem Center raus, es regnet. Nix da, wieder zurück ins Auto. Rainy, rainy. Wir haben jetzt einmal umgeparkt, das Auto, wo es ein bisschen heller ist. Wir wollten nicht so im Dunkeln essen. Ja, that's the Corona time. Kannst du halt eben nicht sitzen und essen. Draußen regnet. Schmatz, Und neben uns sind Leute, die uns beobachten. Ja. Links von mir. Ist nicht so schön. Ist ein Auto. Die kriegen das nicht an. Und die beobachten uns jetzt schön beim Essen und vloggen. Aber ich habe gesagt, mir ist egal, ich habe so einen Hunger. Was ist das? Oh mein Gott. Ich habe so viele Kinder. Wir sind sowas von K.O. Ich kann nicht mehr. Es ist jetzt 20 vor 7. Wir sind auch zu K.O. um 0. Ist sowieso vorbei. Also wir gehen morgen dann nochmal wegen Terrassenmöbel schauen. Jetzt ist aber immer das, was wir machen mit Maryam. Wir schätzen immer, wenn wir sehr viel einkaufen, wie viel wird es dann an der Kasse. Maryam hat geschätzt, über 500? Knapp über 500? Über 500. Über 500. Dann sag ich um die 600. Wir schätzen immer und dann schauen wir mal, was es an der Kasse wird. Gerade bei der erste Tüte, ne? Da ist noch eine ganze. Ja. Ha! Ah, du hast Ich hatte gewonnen. recht. Aber du hast ja über 50, ich habe über 600. Okay, du hattest recht. Ja. Du hattest recht, gut geschätzt. Aber letztes Mal habe ich gut geschätzt, ne? Ja. 2, 5, 6. So, aber ganz ehrlich, ne, ich glaube, ich habe für die Kinder ein ganzes Jahr keine Sachen eingekauft, ne? Weil die waren nur zu Hause.
Jetzt gucken wir mal, ob wir das wieder mal in mein Mini quetschen können. Aber ich denke, hinten passt schon alles rein. Oder? Ja. Kriegen wir hin. So, liebe Kinder, ich und eure große Schwester haben mit viel Schweiß und Mühe für euch Klamotten gekauft. Wir fangen an mit Zara. Zara. Das ist eine Marke, Ahmed. Ja, toll. Und zwar haben wir hier einmal eine schöne Sommerhose. Dazu ein schönes weißes Oberteil und the look is perfect. Was ist eine Reaction? Du kannst schon eine richtige So, Reaction die zeigen. nächste sommerliche Leinenhose. für mich. Nice, oder? Es ist Mädels. Ach so. Zara. Wir haben gar nicht bei der Jungsabteilung geguckt bei Zara, ne? Ja, egal. Vergessen. Oh, die ist Noch eine Zara Sommerhose, Leinenhose für den Sommer. Was? Und noch eine Zara Ach, wie toll. Hose für Richtig den nice, oder? Sommer. Ja. So, eine Jeanshose Für für uns? Mariam. Ich dachte, es gibt nichts für Mariam. Ne? Ja, doch, sie gehört ja auch zu den Kindern. Okay, ich habe mir eine Hose gekauft. Weil die ganzen Sachen habe ich mir eine Hose gekauft von Zara für den Sommer in dem schönen Fliederton. Mariam hat die gleiche in schwarz. Wenn es jemanden interessiert, 25,95. So, weiter geht's mit Primark. Primark. So, wir haben hier Leggings, weil die waren 1 Euro. Lauter Leggings, die braucht ihr ja immer. Die sieht schön aus. Also Leggings. Dann ein Stranger Things Pullover. Yes. Ja, ich meine, der war bei der Mädchenabteilung theoretisch. Ich mag Kann den voll jeder schwarz. anziehen, oder? Ich würde sagen Mädchen. Nein, Wir haben dazu auch die passende. Hose? Dazu gibt es noch die passende Jogginghose. Ja, Oh, da ist hier so das an der ist auch Seite. ein ist Mädchen. das gehört mir. Das gehört mir. Die gehört alles, Ja. ne? Es gehört euch, die könnt ihr abwechseln, ne? Dann habe ich hier eine schöne Jeansjacke. Die gehört auch mir. Rana. Die gehört ja alles dir. Ja, die war reduziert, 7 Euro, Ja, super, die gehört jetzt super Schnäppchen. Dann wieder eine nice Hose. Die gehört Eine schöne Ja, aber die Kolotte-Hose. Ja. Dann ein Friends T-Shirt. Schaut mal, das ist ein schöner Look, so Kolotte-Hose und Sieht Friends so nice T-Shirt. aus. Schaut mal, das ist so ein nicer Look. Danke, Anne. Könnt ihr mal schreiben, ob nächstes Mal die Kids noch eine Modenschau dazu machen sollen? Ach, hier ist die passende Jogginghose zum Pullover. Das gehört mir deine Anzug. Die war passend zum Stranger Things Pullover. Dann, wir haben auch ein paar Pullis gekauft, weil die waren Die habe ich sogar reduziert. letztens gesehen. Als Mutter von vielen Kindern muss ich natürlich auf Schnäppchen achten. Das heißt, ne, wenn so ein Pullover reduziert ist, dann kaufen wir ja gleich. Ich meine, erstens haben wir in Deutschland nicht wirklich Sommer. Ne? Wir haben auch kalte Tage. Auch jetzt kann man es noch anziehen. Ne? Ja. T-Shirt und wenn es kühl wird, Pullover drüber. Und dann auch für Winter. Deswegen, weil es reduziert war, auch ein paar Pullis sind dabei. Ne? Hier dieser Pullover. Schön, ne? So, nächste Tüte. Ein Jungs-Pullover. Oh, wie schön. Steht da Jungs-Pullover. Erdbeere drauf? Dann ein Stranger Things T-Shirt Für Ach, die das Jungs. ist da. Hä? Wer Was? ist dieses für die Jungs. Dann Jogginghose, weil Ahmed hat nichts mehr zum Anziehen. Ach, mit Daumen. Nee, muss ich noch waschen alles. Doch. Aber guck mal, warte mal. Wir haben, Ahmed, auch für dich haben wir aus der Erwachsenenabteilung geholt. Guck mal, das ist eine S. S. Sollte. Ich habe gar nicht erzählt, das war nämlich noch im Ramadan, da war ich schon einen Teil shoppen für die Mädchen bei C&A und auch Primark. Und ich habe das erste Mal bei der Erwachsenenabteilung eingekauft und schon alles so in XSS, also 32 Größe 34, passt denen schon. Ich meine, come on, wir haben uns lange nicht gesehen. Esma, Ahmed, könnt ihr euch mal zu mir stellen? Ihr habt uns lange nicht gesehen. Excusez-moi, ich bin 1,70. Esma, excusez-moi. Come on, what is this? Was ist passiert? Was ist passiert? What's los?
Was ist mit dir passiert? Habt ihr Hefe gegessen? Oder was ist los? Hefe? Ne? Also, Ich habe mir ein paar Knöchel gebrochen. deswegen super praktisch, aber weil ich oft schon in der Kinderabteilung manchmal zu kindisch die Sachen sind, voll cool, dass ich schon die Auswahl habe. Wir haben ja nämlich bei Primark aus der Kinderabteilung und aus der Erwachsenenabteilung gekauft. Ne? Ich meine, du bist ja auch noch ein Junge, du bist ein Kerl, ne? Ist ja wahrscheinlich vorhersehbar, dass du länger wirst wie ich, wenn du nach deinem Vater kommst, ne? Hier, ne? Die haben Marion überholt. Nein. Doch, so ein Stück hier. So ein Stück. Ne? Deswegen hier, guck mal, habe ich diesmal schon auch aus der Erwachsenenabteilung geholt. Das war auch aus der Erwachsenen, ne? Ja, das ist extra small. Ja, passt. Siehst du? Jetzt kommt Ironman. Ironman. Adam, Ja. du kriegst dann nichts zum Anziehen. Das ist auch ein Jungs-T-Shirt. Was ist denn das da? Das ist auch ein Ich dachte, Jungs-T-Shirt. da ist kein Dragon Ball. Das ist Wo auch ist denn der ein Dragon Jungs-T-Shirt. Ball? Das ist ja Dragon Ball. Marvel. Dann haben wir hier ein Mädchenkleidchen. Ah. Echt süß. Schön, ne? Ja. So. Dann noch ein Mädchenkleidchen. Schön. Ja. Und die habe ich zweimal mitgenommen, weil die so schön war. Auch wieder so diese Leinenhosen. Hab da echt jetzt schön viele Sommerhosen. Wir haben ja vor, das Zimmer der Mädchen zu renovieren. Hatte ich erzählt, ne? Genau, das hatte ich ja erzählt in dem letzten Vlog, wo wir den Flur umgebaut haben. Dass wir diesen Schrott-Einbaukleiderschrank wegmachen und dann normalen Kleiderschrank. Weil, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Sachen. Also wir müssen echt nochmal die Schränke aussortieren, ne? Ja. Nächste Tüte. So. Das ist auch ein Jungs-T-Shirt. Dann noch eine Jogginghose für dich. Für die Jungs. Oh, wie schön. Möchte dir passen? Ja. Hier nochmal das gleiche T-Shirt in einem dunkleren Blau. Klasse. So, dann haben wir hier ein Hoodie für die Jungs. Ja. Ich meine, wobei das kann auch Mädchen sein. Nein, Junge. Nein, das ist jetzt Jungs. Und Ich habe Hunde aufgeholt. So, dann noch ein Ironman-T-Shirt. Ja. Alter, das ist meins. Achso, das ist Hab deins, ich nochmal okay. geholt. wer ist dieses Mädchen Und da? ein ist 11. Tupac-T-Shirt. Die kenne ich, voll ne, so. Du kaufst cool Tupac. Frag die mal. Kennen die weißt du, nicht wer Tupac mal. ist? Wer ist das? Tutor? Ja, es ist Tupac. Wir müssen die Kinder in Geschichte. Warum lernt man das nicht in der Schule? Wer war Tupac? Wer war das? Ist so. Rapper, oder? Tupac. Was wäre importante? Wer war Tupaka? Hier. Dann, weil ihr das ja schon zweimal habt, gibt es noch einen dritten. Aber wie teuer ist Damit ihr euch nicht streitet, weil allen den Rock so gefallen hat. Ich habe ja den einmal in der Farbe und in Grün und schwarz. Khaki-Farben. Genau, in Khaki-Farben geholt. Und weil denen das so gefallen hat, habe ich euch noch mal den in der Farbe geholt. Dann, ihr meckert so hier. Danke mir. Für Oh, euch. Hannah, die gehört nicht alle. Für euch. Nein, das gehört mir. Ja, ja. Oh, das gehört auch nicht. Oh, hast du da reingeholt? Auch für euch. Und warum habt ihr nicht viel geholt? Und weil ihr meckert, hier ist ja Mickey Mouse für euch. Oh, das ist nicht. Dann ein wunderschönes Kleidchen. Oh, das gehört Das ist voll schön. Schön, ne? Ja. Oh, guck mal hier, for the boys. Ein LA Lakers Hoodie. mir. Hey, Das kennt ihr auch nicht, ne? Doch, ein Basketball. Ja, aber zu meiner Zeit, ich habe die Sachen meines Bruders geklaut. Der hatte alles in Ja, LA das liebe ich Lakers. auch. So eine Jacke und so. Kennt ihr noch so? In den 90ern, 2000er? Wer kommt aus dem Zeitalter? Da habe ich sowas getragen. Ja. Und jetzt ist alles wieder da. Alles wieder da. Hier noch ein LA Lakers Pullover. Ist das nicht cool? Ja. 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 Ja, noch ein Pullover. Ja. Und noch ein T-Shirt voll. Geht das? Was? Das war's? Und jetzt bin ich pleite. Jetzt bin ich pleite und muss ganz viel Werbung in den Vlog reintun. Warte, Das ratet mal, wieder Kinder, reinziehen. ratet mal, wie viel das alles gekostet hat. Achso, warte, ihr ratet. Wir haben mit Abla an der Kasse immer, wenn die so scannt, wir wissen doch die Summe erst am Ende, was rauskommt.
Wir haben mit Abla geratet. Der Abla hat richtig gelegen. Jetzt sagt mir mal... 1000. Warte mal, wie viel haben wir bei C und A Ja, ausgegeben? keine Rolle sehen. Warte mal, mit C und A. Mit C und A zusammenrechnen? Nee, nur Primark jetzt. 350. Warte. So, also. Viel zu wenig. Nee, mach mal ruhig alles. 700. 900. 1500. 153. So, warte mal. Ja, was laberst du? Ja, ist richtig. 758. 153. Wie viel waren Zara? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zara war. Ja. Deswegen, also, was meint ihr, hat jetzt der ganze Einkauf gekostet? So, Ahmed, so, was denkst du? 898 Euro. Nein. 100. Komm mit 100. Was für 100? 100 war vielleicht eine Tüte. So, Zeynep, was sagst du? 900. Falsch. Adem? 500. Falsch. 700. So, einmal jeder. Willst du noch mal sagen? Ist das über 1000? 130. Alles klar, erstmal. Okay, diesmal gehst du einkaufen. Ich gebe dir 137 Euro. Schau mal, wie viel du davon bekommst. Zehra? 750. 750? Ja. 188 plus 187. Was? 588 plus 187. 175. 750. Ich so, hä, was labert der da? 775? Ja. Ja. Fast 800 Euro. ja voll. Zehra war am nächsten. Was? Nichts. Was? Ja, Okay, kann ich hol jetzt dir mal kurz So, was. Ich mach Ihr aus. könnt jetzt mal langsam, ihr müsst jetzt die ganzen Etiketten einmal bitte abmachen. Moment, bitte, hallo, kurz zuhören. Gott, wie groß Drauf der achten, bei ist. manchen Sachen ist auch so ein Sticker noch, wo die Größe draufsteht, die Sticker auch abmachen. So, meine Lieben, nächster Tag. Wir waren schon bei Mömax. Ich habe euch gar nicht mitgenommen, weil wir waren nur kurz da, haben bei der Gartenabteilung geguckt und leider nichts gefunden, was uns gefallen hat. Da war sogar was Ähnliches, was wir ja auch bei dem Großhandel gesehen hatten. Und es war sogar teurer. Deswegen denke ich, wir holen das von Metro. Jetzt sind wir aber erstmal wieder mit Benjamin was essen und diesmal schön draußen sitzen. Ich habe hier nämlich geguckt, was in der Nähe ist und haben ein schönes veganes Restaurant entdeckt. Das ist schon so koreanisch, asiatisch, oder? Japanisch? Was ist denn das? Vietnamesisch. Vietnamesisch? Ja, auf jeden Fall alles vegan. Das ist immer super praktisch, da muss man sich keine Gedanken machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben Vorspeisen bestellt. Was hast du? Eine Suppe. Ich habe vegane Ente. Oh, ich freue mich jetzt drauf. Ja, zeigen wir euch gleich, wenn das Essen da ist. So, wir haben jetzt hier unsere Vorspeisen. Wir haben frittierte und gedämpfte Teigtaschen. Alles natürlich, wie gesagt, hier ist ja alles vegan, mit Gemüse gefüllt. Und Miriam hat eine, was ist Suppe, ne? Ja. Sehr schön. Ja. So, das ist jetzt das Hauptgericht, eine vegane Ente. Da bin ich echt mal gespannt darauf. Es sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Warte, lass mich Live-Test machen. Habe ich noch nie gegessen, vegane Ente. Bisschen Soße. Ist ja krass. Ich meine, der Sesam da oben drauf übertüncht auch alles, aber ne? Okay, nach Ente schmeckt es jetzt nicht, aber schmeckt so wie Fleisch. Interessant.
überreden. Sie wollte schon immer so einen Roller fahren. Jetzt habe ich mich da angemeldet und wir fahren jetzt eine Runde Roller. Was ist los? Komm, the PayPal wird schon abgezogen. 19 Cent. Warte auf dem Fahrradweg, ne? Oh, Miriam! Mach keinen Unfall! Komm her! Komm, wir fahren jetzt Richtung Starbucks. Miriam! Okay, wo lang bist du wieder? Warte. Komm mal hinter mich. Ich glaube, das darf man gar nicht. Darf man noch nicht. Darf man nicht. Aber ich sehe das immer bei allen. Sie fahren auch immer zu zweit. Ich fall runter. Nee, doch nicht so mein Gesicht. Wo soll ich mich festhalten? Wir sind kurz mit dem Roller gefahren. Ich bin natürlich eine verantwortungsbewusste Mutter. Ja, sie hat das schon so oft, wenn die Leute mit den Rollern gesehen haben, ich will das auch mal fahren. Wir sind natürlich nicht auf der Straße gefahren, einfach hier ist ja so eine leere Fläche. Ein paar Minuten ist sie da gedüst, ohne auf die Straße zu fahren. Ja, ganz wichtig, bitte nicht nachmachen, beziehungsweise nicht auf der Straße fahren. Wir haben es ja nicht gemacht. Wir sind nur um die Ecke gefahren, weil, liebes Kind, ich bin ja so eine nette Mutter, wollte hier ihren Dings trinken. Wie teuer ist das Ding? 5, 6 Euro? 5 Euro. Ich habe probiert. Brühe mal Hibiskus-Tee auf, lass es kalt werden, mach Eiswürfel rein und ein paar gefrorene Beeren. Kostet dich was? 20 Cent? 30 Cent? Was ist das? Weißt du, so hier so noch so ein Frappuccino oder so ist ja okay, ne? Ist ja noch was anderes, aber hier so ein Teechen mit ein paar gefrorenen Beeren. Kann ich dir selber machen zu Hause. Das ist aber ein anderes Feeling. Ja. Bist du jetzt glücklich, dass du endlich mal Roller gefahren bist? Ja. Hat Spaß gemacht? Ja, war jetzt nicht so special, wie ich dachte. Siehst du, hast es jetzt endlich mal ausprobiert und jetzt lässt du mich in Ruhe. Okay. So, heute wird das restliche Gemüse und Kräuter eingepflanzt. Das sind noch die letzten, die müssen in die Erde. Hier wächst schon schön die Petersilie raus und wir machen uns heute an die Terrasse. Die wird einmal schön geputzt. Den Tisch müssen wir einmal gründlich reinigen, die Fenster, den Boden, also die Steine. Und ja, morgen kommen dann die Terrassenmöbel, die neuen. Ich habe noch für den Esstisch eine schöne große Bank geholt. Das kommt dann hier hin und hier in die Ecke kommt dann die Lounge. Und das machen wir dann morgen schön aufbauen, wenn hier alles schön sauber ist und dekoriert. Und dann gibt es so ein schönes Vorher-Nachher hoffentlich. Hello Mama, bonjour Mama, hola geldi, Almanya'dan uzak elini, öperim seni, yeah! So, was hast du denn hier Schönes gebaut? Ah, dein erstes Mais kommt raus. Ne? Wo? Da. Ah, da. Warte, ich sehe es nicht. Da. Der erste Mais. Der Mais. Der halbe. Hast du jetzt komplett das ganze Feld mit Mais gemacht? Ja. Also hier wird unser komplettes Maisfeld. Ah, das hat er sehr schön gemacht mit einer Umrandung und auch noch diese Holzumrandung. Mensch, das sieht ja schön aus. Mein Mann hat sich so einen richtigen Gärtner entwickelt, ne? Das ist echt schön, wenn man so die Möglichkeit hat, ne?
ganzes Gemüse super schön gewachsen. Das kommt auch heute und morgen dann in die Erde. Ich weiß auch gar nicht mehr. Das macht ja alles mein Mann, ne? Ich habe ja überhaupt keinen grünen Daumen. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier alles haben. So Paprika, Tomaten, Zucchini, Kürbis, soweit ich weiß. Dann verschiedene Tomaten. Dann haben wir, diesmal machen wir auch Mais. Mussten hier das ganze Teil nach oben bringen bei den Mädchen im Zimmer. Hier schön vors Fenster gestellt, damit die auch schön Tageslicht abbekommen, weil hier das beste Licht ist. Hatten die das jetzt erstmal ein paar Wochen hier oben. Aber jetzt können wir langsam alles einpflanzen. Und ich freue mich schon auf dieses Jahr wieder mein eigenes Gemüse ernten zu können. Das ist so toll. Und diesmal, wie gesagt, dieses Jahr haben wir eben Mais nochmal. Zucchini hatten wir letztes Jahr nicht. Achso, und Gurken und die Stangenbohnen, die kommen direkt in die Erde. Aber das zeige ich euch dann auch, wenn wir das dann machen. Na, erzähl mal. Wir haben ja schon gesehen, wie der alles hochgezüchtet hat. Eigentlich, ich glaube, wir haben vergessen, wir hätten das so ein bisschen alles im Detail machen sollen. Ne? Letztes Jahr haben sich viele gewünscht. Aber ich versuche jetzt so gut wie möglich. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr das Ganze gerne als separates Video dann nochmal sehen wollt. Genau, dann würden wir das vielleicht auch nochmal dann zusammenschneiden. Ansonsten, ja, hat er jetzt hier losgelegt. Dieses Jahr, was hast du gemacht? Wieder neu die Pfosten aufgestellt. Ne? Diesmal hat er breitere Abstände gemacht. Das war ja letztes Jahr ein bisschen sehr eng, die Räume. Genau. Hast du schön lasiert, wie ich sehe. Und du hast jetzt zweimal für die Gurken aufgebaut. Also 2 Reihen Gurken haben wir dann dieses Jahr? 2 Reihen. Okay, also die 2 sind dann für die Gurken. Die werden wir ja auch hochbinden. Ja, und hier kommen die Stangenbohnen. Das haben wir zweimal drüben hinterm Haus. Haben wir auch nochmal so ein Drahtding. Da kommen wir auch zweimal. Also da haben wir dann zweimal Stangenbohnen. Und ja, was hast du hier jetzt? Die Tomaten. Ich finde das immer so witzig, weil wer sich noch daran erinnern kann, wie das letztes Jahr bei uns aussah, den Vlogs von letztes Jahr, ne, das sieht so winzig aus, so mickrig, ne, wenn du so guckst, was ist denn das? Letztes Jahr habe ich mir auch gedacht, da ist doch voll die riesen Lücken, warum? Hier könnte man doch mehr pflanzen, aber das wächst ja dann so krass, ne? Die kriegen ja so eine Pflanze kriegt so viele Zweige und es wird so riesig werden die Pflanzen, ne? Die binden wir dann wieder hier nach oben, alles, und die werden auch so breit, deswegen meine ich, ist jetzt gut, die Gänge werden halt diesmal besser, aber wir haben ja diesmal nicht nur die Cherry, ne? Letztes Jahr war ja nur Cherry, jetzt haben wir auch Fleischtomaten und so. Das sind 2 Reihen jetzt Fleischtomaten. Achso, die sind Fleischtomaten, ja? Weißt du auch welche? Und die sind Cherry? Das ist hier die Cherry und das sind die aus der Türkei von dieser Sevim Hanım. Ah, okay. Große Tomaten. Große Tomaten. 2 Reihen. Okay, cool, bin ich echt gespannt. Die freie Stelle hier kommen die Peperoni. Achso, hier kommen die Chilis. Ja. Chili, da ist Paprika, das sind so Mini-Paprikas. Das sind deine gekauften. Ja, die habe ich gekauft, das sind so Mini-Paprikas. Ansonsten haben wir ja alles selbst hochgezüchtet, ne? Das sind ja die einzigen gekauften solche Snack-Paprikas. Das essen die Kinder immer ganz gerne, denke ich mal. Mal gucken, wie das wird. Cool. Da sind ja unsere Brombeeren. Da hatten wir ja letztes Jahr so viele. Die waren ja schon, als wir hier eingezogen sind im Haus, die Sträucher von den Brombeeren. Und wir haben so dann voll gegessen. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass die voll mit Würmern waren. Und dann haben wir uns alle so geekelt und die nicht mehr gegessen. Und dieses Jahr hat er diese Plakettendinger daran gemacht. Dann haben wir hoffentlich keine Würmer dieses Jahr und können die Brombeeren dann genießen, weil es waren wirklich so viele. Und dann kann man schön Marmelade und alles machen. Und ja, haben wir nicht gemacht, weil die waren mit Würmern. Was hat sie gegeben? Hier so eine Ananasminze. Ananasminze, okay. Unsere Nachbarin ist ja Blumenhändlerin. Ah, Rucola. Ah, das ist cool. Oh ja, ein bisschen Rucola fehlt mir, ein bisschen Salat. Oh ja, aber Bohnenkraut ist voll lecker. Später wieder aussieht. Und es geht immer so schnell. Maschallah, wenn es einmal anfängt zu wachsen, es geht so super schnell. Letztes Jahr haben auch viele zu uns gesagt, ja, ihr macht voll spät, ihr seid zu spät. Nee, das war letztes Jahr super wegen dem Wetter. Na, muss man wirklich ein bisschen warten, bis die ganze Kälte ist. Und das wächst halt einfach super schnell, dann ist kein Problem. Ah, ich wollte euch noch unseren, letztens hat mir einer gesagt, wie die heißen. Mirabellen. Mirabellen nennt sich das, glaube ich, auf Deutsch. Auf Türkisch nennt man die Erik, also diese grünen Pflaumen.
Und ich glaube auf Deutsch Mirabellen. Ich bin mir nämlich sicher, ich vergesse es jedes Mal. Auf jeden Fall war schon war so ein ganz kleiner Busch, den wir hier hatten. Der war auch schon im Haus. Wir haben erst voll spät entdeckt, dass es dass es so ein Pflaumenbaum ist. Und dann haben wir letztes Jahr wirklich, wir hatten nur eine Handvoll Früchte geerntet, weil der einfach zu viel Kälte abbekommen hat. Wir haben dieses Jahr den schön abgedeckt, als der dann angefangen hat zu blühen, weil ihr wisst ja, wie das Wetter hier aktuell so ist. Und jetzt sehe ich nämlich, jetzt kriegen wir richtig schön viele Früchte. Die sieht man immer so schwer, weil das grün auf grün ist. Aber ich sehe überall sind auf jeden Fall Früchte. Das heißt dann, dieses Jahr haben wir schön ein paar leckere Pflaumen, Erik oder wie auch immer dann zum Essen. Das freut uns auch sehr. Ja? Oh, guck mal, der professionelle pingelige Mann. Der macht das so. Ich bin pingelig im Haushalt und du bist pingelig im Garten. Immer. Hier. So. Alles professionell abmessen. Wow. Wie jedes Jahr, wir schmeißen unsere Eierschalen nicht weg, wir heben die immer auf, dann werden die klein gemacht und kommen dann immer in die Erde. Das ist einfach natürlicher Dünger. Musst du auch gerade nicht nur die Erdbeeren sittern. Hier, da haben wir einfach, weil die Kübel leer waren und wir wussten nicht, was wir hier machen sollen, haben wir hier überall einfach Erdbeeren gepflanzt und die wachsen auch schon super schön. Hier und hier. Hier hatte Dahlienwurzeln reingemacht. Also hier wachsen Dahlien und da waren es ja Zinien wieder. Wer kann sich erinnern, letztes Jahr, die waren ja mega hoch. Die waren ja 1,5 Meter hoch, die Zinien. Die sahen so schön aus. Und ja, und hier dann einfach mal so die Erdbeeren. Das ist auch ganz schön. Ja, ist so praktisch zum Pflücken. Hier habe ich ein bisschen Lavendel eingepflanzt. Fand ich ganz schön. Hier ist auch noch, glaube ich, eine Erdbeere. Und hier, das hat mein Mann mitgebracht aus einer Auflösung. Ich glaube, er hat Büros ausgeräumt. Und da war so ein Rollwagen oder Rollblumenkasten mit lauter Kunstpflanzen drin. Da habe ich gesagt, ach guck mal, da kannst du mir ein bisschen Dings reinmachen. Hat er, glaube ich, Petersilie reingemacht. Ja, man sieht schon, hier unter kommt schon was Grünes raus. Warte da. So langsam wächst da was da. Das wird schön voll mit Petersilie. Petersilie haue ich überall rein, deswegen brauche ich unbedingt Petersilie. Ach so, und Zwiebeln und Lauch kommt ja auch noch. Also für die Pflanzen. Einmalig für Pflanzen. Ja, das ist also wirklich, wenn ihr was selber auch pflanzt, dann schmeißt einfach mal eure Eierschalen nicht weg, sammelt die, macht die einfach klein und dann mit zur Erde. Ist einfach super. Letztes Jahr waren unsere Pflanzen wirklich sehr, sehr schön alle. Ich glaube, das hat schon viel damit zu tun. So, jetzt sind hier zum Beispiel 4 Pflanzen. Ja. Die müssen wir vorsichtig. Achso, wir hätten die nass machen müssen erstmal. Dann gehen sie nicht kaputt. So, zum Beispiel so. Mhm. Und dann kommt es rein. Schön. Normalerweise hätte ich die wissen das machen müssen. Also wir sind ja wirklich echt Laien, ne? Also wir haben ja letztes Jahr das erste Mal eingepflanzt. Also für die, die sich nicht trauen, wir haben uns echt auch nicht so getraut, aber es ist gar nicht so schwierig. Also wenn man da so ein paar Infos so hat, ne? Dann ist das echt cool und so langsam Ja, so. es ist